Herzlich willkommen zu Advent of Code Tag Nummer 19. Und ihr dachtet wahrscheinlich gerade, Mensch, ich lasse sicher das Advent weg, ich habe sicher irgendwie vergessen, aber da liegt ihr falsch. Advent, ihr seid ein Code-Student und damit natürlich herzlich willkommen zu Tag Nummer 19 Advent of Code im Jahre 2020 Monster Messages. Heute natürlich wieder mal mit einem spannenden Python-Skript, was das Ganze für uns lösen soll. So, wir müssen heute regelbasierte Lösungen erstellen für eine Eingabe und zwar sieht die Eingabe folgendermaßen aus. Ich will euch das direkt erstmal zeigen, dass hier oben sind die Regeln, dann kommt eine leere Zeile und dann kommen, einzelne Texte oder einzelne Messages, die da irgendwie drauf gematcht werden müssen. Und wir sollen am Ende rausfinden, wie viele dieser Messages eigentlich matchen. Ganz kurz, das hört sich jetzt erst ein bisschen abstrakt an, aber das ist tatsächlich was man in der Informatik bzw. im Coden tatsächlich häufiger mal machen muss. Solche regelbasierten Systeme sind wunderbar und lösen sehr viele Probleme. Deswegen, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die ist super praxisnah sogar. Also nicht mega praxisnah, okay, es ist nicht direkt die Anwendung, aber es ist schon sehr, sehr nützlich, wie eigentlich relativ viele Advent of Code Challenges, fällt mir gerade so auf. Gut, lass uns das mal ganz kurz durchgehen. Ich glaube, dieses Mal ist am Praxisdurchgehen am besten und beziehungsweise am Beispiel durchgehen. Und ja, im Endeffekt müssen wir Regel 0 matchen mit unseren Strings, die wir hier haben. Regel 0 ist Regel 4, danach Regel 1, danach Regel 5. Also im Endeffekt, die müssen alle gelten, aber sie müssen nacheinander gelten auf unserem String. Und ja, Regel 4 ist hier unten zu finden. Regel 4 besagt A. So, das bedeutet, unser String muss definitiv mit einem A anfangen und da fallen schon mal da fällt schon mal das BA hier raus, also das hier fällt raus. Und ja, gut, das war's schon. Und dementsprechend fangen wir einfach mal hier oben an. Also, wir haben hier Regel 4, es muss mit einem A beginnen. Okay. Und danach, der Input, den wir danach haben, also BA, BBB, muss Regel 1.5 entsprechen. Ja, Regel 1.5 besagt zuerst irgendwas mit 2, 3, wobei 2 ist das hier, also 2 mal Regel 4, also AA, oder, das hier ist ein logisches Oder, 5, 5. Okay, schauen wir mal ganz kurz nach, ob das bei uns hinhaut. BA. Naja, wir müssen, wie gesagt, also bei Regel 1 setzen wir quasi 2, 3 ein. Naja, das heißt, wir haben hier für 2 haben wir 4, 4. Und das funktioniert nicht so ganz, weil wir hier nicht 2 A's haben. Die Alternative wäre 5, 5. Haben wir hier aber auch nicht. Also müssen wir hier für 1 offensichtlich nicht 2, 3 einsetzen, sondern vielleicht 3, 2. Denn das hier ist ja auch ein logisches Oder. Ihr seht, da geben sich sehr viele Regelmöglichkeiten bei, ja, kommen sehr viele Möglichkeiten bei rum. Also probieren wir es mal mit 3, 2. Die 3 zuerst, danach die 2. Okay, Regel Nummer 3 besagt 4, 5. Und 4, 5 wäre AB. Das haben wir hier auch nicht so ganz. Wir haben hier BA. Also gucken wir mal hier, weil hier haben wir auch noch ein logisches Oder 5, 4, was BA wäre. Und damit haben wir das schon mal erfüllt. Also hier Regel 3 eingesetzt für Regel 1. Passt perfekt. So, übrig bleibt B, B und B. Und ja, als nächstes kommt eben hier Regel 2, weil nach der Regel 3 muss die Regel 2 kommen. Wir haben nur diese Möglichkeit, entweder 2 zuerst und dann 3 oder zuerst 3 und dann 2. Regel Nummer 2 war entweder 2 A's oder 2 B's. In dem Fall haben wir hier, wie gesagt, 2 B's, also 5, 5. Also ist das schon mal abgeklärt. Das heißt, Regel 2 ist auch erfüllt. Und damit sind wir wieder hier oben und haben Regel 5. Und Regel 5 besagt B. Das heißt, es muss sowieso mit einem B aufhören. Und ja, damit haben wir eigentlich alles erledigt. Und ihr seht eigentlich, im Endeffekt, Regel 1 besagt eigentlich, naja, alles. Also entweder 2 A's oder 2 B's. Oder vielleicht doch ein A, B, aber eben nicht ganz alles. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel 4 A's hätten, wäre das nicht drin. Wenn wir 4 B's hätten, wäre das auch nicht drin. Aber es ist auf jeden Fall ja, sehr offen formuliert, sage ich mal. Das heißt, es matchen im Endeffekt hier diese 2 rein und die 3 fallen raus. Das hier, wie gesagt, weil es mit einem B anfängt. Das hier, weil es zweimal Regel 2 bräuchte statt Regel 2, 3. Das ist leider auch nicht richtig. Und das hier, Sekunde, lasst mich nachdenken. Weil es von der Länge, glaube ich, nicht passt, oder? Es müssten ja eigentlich immer 6 Zeichen sein. Also hier haben wir ja 7 Zeichen. Und ja, das stimmt dann natürlich auch nicht. So, das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Punkte, die wir hier beachten müssen. Und wir müssen, wie gesagt, zählen, wie viele von unseren Messages hier Regel 0 entsprechen. So, und unser Input wird, denke ich mal, deutlich fetter. Oh, und sie sind nicht mal sortiert. Ihr Schweine. Okay, das heißt, wir müssen natürlich erstmal Regel 0 uns raussuchen. Haben wir überhaupt eine Regel 0? Ich sehe gerade keine Regel 0. Was ist denn hier los? Regel 6.
Hier Regel 0. Regel 0 ist 8 und 11. Okay, also wir haben auf jeden Fall eine Regel 0. Und ja, die Strings sind enorm lang. Und ich nehme an, dass die auch nicht alle dieselbe Länge erlauben. Ich nehme an, dass da manchmal auch unterschiedliche Möglichkeiten bei rauskommen werden. Wie machen wir das? Ich würde vorschlagen, wir kopieren uns das erstmal hier rein in die 19.txt. Die kennen wir schon, beziehungsweise die habe ich natürlich wieder mal eingefügt. So, und ja, jetzt würde ich vorschlagen, wir bauen uns als erstes mal ein Dictionary aus den Regeln. Oder vielleicht bauen wir uns auch einfach ein... Nein, wir bauen uns ein Dictionary aus den Regeln, weil wie gesagt, die sind nicht sortiert hier. Und, wobei, wir müssen erstmal nach ganz oben. Wir haben hier die Regeln nicht sortiert. Und dann würde ich vorschlagen, was machen wir? Ja, ich würde vorschlagen, wir bauen uns zuerst das Dictionary, dann parsen wir die Messages, ob die Regeln anwendbar sind. Ich würde auch vorschlagen, ich glaube, wir machen das wieder mit regex, weil, ja, das ist, glaube ich, das Einfachste. Hier sehen wir ja tatsächlich immer diesen Oder-Strich und wenn wir den nicht haben, naja, dann haben wir eben nur eine Möglichkeit hier. Okay. Also, gut. Als erstes, wie gesagt, importieren wir mal RE. Und so, dann fangen wir einfach mal an. Ich würde vorschlagen, Rules ist ein Dictionary. Und jetzt hier with open 19.txt als Datei F. Und jetzt definieren wir uns erstmal unseren Inp als f.read.split-lines. Aber ich würde tatsächlich hier nochmal einen Split bei rumbringen. Und zwar wollen wir wieder an unserem \n\n splitten. Achso, halt, stopp. Nein, das geht so nicht natürlich. Ja, weil wir hier schon nach den Zeilen splitten wollen. Ne, wisst ihr was? Wir machen das heute tatsächlich mal anders. Ich glaube, heute ist mal wieder ein bisschen Abwechslung dabei. Und zwar, wir haben doch das letzte Mal den Walrus-Operator benutzt. Ich mag den und deswegen machen wir das genau nochmal gleich. Wir sagen hier, wir definieren uns unsere Line als f.readLine, nur eine Line, und zwar Strip. Wir wollen die neue Zeile weg haben. Und dann haben wir das hier quasi nicht. So. Und ja, jetzt haben wir wie gesagt hier den Walrus-Operator und das machen wir, also erstmal definieren wir uns unsere Line und zwar als readLine.strip. Das heißt, wir lesen sozusagen immer die nächste Zeile in unserer Datei f raus und ja, es gibt sehr viele Arten, um sowas in Python zu machen. Und das machen wir wie lange? Wir brauchen ja noch eine Bedingung, solange eben unsere Zeile, das sollte hier eigentlich die Klammer sein, solange unsere Zeile nicht leer ist, also quasi diese leere Zeile, die wir hier am Ende einmal haben, die hier. Die darf es nicht sein. So, solange das nicht der Fall ist, haben wir Regeln. Das heißt, wir können hier tatsächlich mit den Regeln arbeiten. Rules von, jetzt brauchen wir erstmal hier unseren Input. Rules von Rule ist gleich, das machen wir jetzt mal hier ganz kurz. Rule, die Rule kommt als erstes, danach kommt also die Rule, dann der Doppelpunkt und dann das hier. So, also der Value oder sowas. Ne, eigentlich ist es kein Value. Ne, eigentlich ist das die Rule. Eigentlich ist das die Rule-ID hier und das ist die Rule. So, ich glaube, das ist eindeutiger, wenn wir das so machen. Ist gleich Rule. Und die definieren wir als Line.split. Oh, ja, Line.split natürlich. Und an was wollen wir denn jetzt splitten? Wir haben hier den Doppelpunkt, aber ich würde tatsächlich, glaube ich, auch noch die leere Zeile danach mit reinbringen, weil das, ja, wir splitten an Doppelpunkt leere Zeile, Leerzeichen, weil wir, wie gesagt, den Anfang hier ansonsten immer als Leerzeichen haben und das ist, glaube ich, ein bisschen nervig. Wir müssen allerdings hier die Leerzeichen auch beachten, wenn wir uns das mal genauer angucken, weil hier ist das Leerzeichen quasi dabei bei dem Splitten, aber hier splittet uns die beiden Regeln auf. Und das ist ein bisschen komplizierter. Das heißt, wir müssen hier das Leerzeichen sogar, glaube ich, entfernen. Ansonsten könnte das schwierig werden. Okay, dann haben wir Rule-ID und wir haben Rule. Und dann printen wir uns doch mal ganz kurz aus, was wir in Rules drin haben am Ende. Ja, das ist Nummer 18.
Das wollen wir nicht haben. So, wir haben Regel 27 als 11644 oder 127 bla bla bla. Wir haben Regel 19 und dieser Doppelpunkt hier ist jetzt von unserem Dictionary, also nicht verwirren lassen. Das heißt, es hat absolut perfekt so funktioniert, wie ich mir das dachte. Super gut. Jetzt, danach müssen wir natürlich noch unsere Messages irgendwie verarbeiten. Das ist auch quasi Input. Das heißt, die sind ja, ist egal, wie wir die sortieren. Messages ist erstmal nur eine leere Liste. Und das heißt, wir müssen das jetzt aber weitermachen, ne? Wir müssen hier nochmal, ja, wir müssen hier nochmal das machen. While line, und ja, jetzt haben wir das quasi als unsere Bedingung, solange das nicht none ist, also solange wir die Datei nicht zu Ende gelesen haben. Wie gesagt, dieser Iterator hier, readline, ist ein Iterator, der euch immer lazy die nächste Zeile aus Datei F gibt, was echt praktisch ist, wenn ihr gerade mit riesigen Dateien arbeitet, so als kleiner Hinweis noch. Und ja, dann würde ich einfach hier sagen, wir haben es genannt, msg.append, ja, appendline einfach. Da machen wir jetzt nichts Besonderes und das ist erstmal unser Input. So, das ist die Input-Verarbeitung. Jetzt als nächstes brauchen wir natürlich die Regeln. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten im Endeffekt. Wenn wir uns das mal genau angucken. Wir haben, okay, also wir haben jetzt folgende Möglichkeit. Entweder wir nehmen Regel 0, definiert als zum Beispiel 1 und 2. Ja, das ist jetzt nur mein Beispiel. Dann gucken wir zuerst, ob Regel 1 funktioniert und gehen rekursiv in Regel 1 rein, die zum Beispiel sagt 3, 3. Und 3 besagt dann zum Beispiel A oder sowas. Völlig egal. Entweder wir gehen rekursiv hier rein und überprüfen, A1 sagt 3, 3. Oder aber wir kopieren uns das hier rein und haben am Ende tatsächlich nur noch eine Regel. Das sind beide Möglichkeiten, die wir haben. Das alles in eine Regel rein zu kopieren, ist allerdings, glaube ich, sehr, sehr aufwendig. Was heißt, ich will das nicht machen, weil im Endeffekt müsste ich dann hier noch A reinkopieren, dann müsste ich hier noch A reinkopieren und ich müsste mit den ganzen Oders umgehen. Das können wir machen. Mal gucken, was besser funktioniert. Ich glaube, ich fange mal mit der nicht rekursiven Variante an. Und zwar sagen wir hier for m in messages if matches von line. Ach, wisst ihr was, das kann man eigentlich auch als One-Liner schreiben, oder? Sum über, nee, count, ach egal, wisst ihr was, das, ja, wir könnten es als One-Liner schreiben, aber wir haben das schon. Und ich finde das gerade so ein bisschen lesbarer. If matches von line, dann Counter plus gleich 1. Und oben drüber natürlich noch den Counter gleich 0. Und so können wir auch besser debuggen. Das, wie gesagt, ihr könnt das gerne noch in One-Liner umwandeln. Am Anfang schreibt man sich das ja sowieso so ungefähr hin und dann wandelt man es vielleicht in was Kürzeres um. Und dann Print natürlich von Counter. Counter sagt, hey, ja, was ist denn los? Okay. So, jetzt brauchen wir noch die Matches-Funktion und die ist, glaube ich, das Tricky oder das Trickreiche hier. Matches. So, wir brauchen Line und wir brauchen, wisst ihr was, die Regeln haben wir hier sowieso global definiert. Das heißt, die Regeln greife ich einfach mal so ab. Okay. Quatsch. Message M. Okay. So, jetzt also für M greifen wir erstmal auf Rules von 0 zu. Wir werden das Ganze sowieso rekursiv machen müssen, weil wir ja nicht wissen, wie viele Regeln wir am Ende brauchen werden. Das heißt, wir brauchen hier noch eine Match Rule. Und hier sagen wir R und M, wobei wir M immer nur als Teilnachricht betrachten, ne? Weil ja ein Teil von M wird immer abgeschnitten. Ich mache jetzt hier mal erstmal einen Parse rein. So, das bedeutet, wir gehen jetzt hier erstmal her und sagen Return Match Rule von Rules von 0 und der Nachricht M, also der ganzen Nachricht M. So, das ist quasi unser Bootstrapping hier. Und hier machen wir dann Folgendes. Wir brauchen erstmal unsere Rules, wir können ja mehrere haben, ist gleich r.split am geraden Strich. So, jetzt muss ich kurz gucken, die haben nämlich immer noch mal hier Leerzeichen dazwischen. Das heißt, ich werde hier an dem splitten. Und dann haben wir hier mehrere Regeln.
Und jetzt gehen wir hierher, for rule in rules, if if match rule, also quasi das Ganze schon rekursiv aufgerufen. Und zwar rufen wir jetzt das Ganze mit rule und m auf. Wenn das der Fall ist, dann returnen wir tatsächlich hier direkt true. Und ja, das bedeutet, und ansonsten returnen wir false hier. So, was wir hier als erstes machen ist, wir haben hier, sagen wir mal, eine Regel, die aus mehreren Teilen besteht. Wir splitten das auf und sagen, hey, 91, also wir sind quasi zum Beispiel gerade bei Regel 91, wenn das auf 127.13 matcht, dann gibt True zurück, aber wenn es auf 116 und 127 matcht, dann gibt auch True zurück. Der Punkt ist allerdings, was machen wir, wenn es also nicht gesplittet wird, wenn es nur eine Regel ist, dann müssen wir ja quasi hier noch sagen, hey, match mal Regel 127 und match Regel 13. Und das machen wir. Oh, ich will das Ding als int haben. Ich will hier die Rules. Wo sind die Rules? Das will ich als Integer haben. Weil dann können wir das Ganze auch unterscheiden. Und okay, also das ist jetzt quasi erstmal unsere Dings. Wenn die Länge der Rules hier größer ist als 1, also wenn sie quasi 2 oder mehr ist, dann machen wir das hier. Ansonsten matchen wir, dann haben wir nur eine Regel, dann sind sie verundet, ja, das heißt, die beiden müssen nacheinander gemacht werden. Das wäre dann der zweite Punkt quasi. Elif Rules definiert als r.split anhand des Leerzeichens, dann haben wir zwei Regeln, die nacheinander ausgeführt werden und wir haben keine Und-Regel, weil dann hatten wir das hier oben schon. Ne? Das hier oben fängt uns quasi die ganzen Und-Regeln ab. Und wenn wir hier ansonsten, ich kann eigentlich hier direkt das machen. So, ich kann das eigentlich direkt so machen. Weil wenn wir hier das hier haben, dann haben wir das eigentlich alles geklärt, wenn wir eine Oder-Regel haben. Die Oder-Dinger gelten ja quasi zuerst. Da müssen wir zuerst in die Rekursion rein. So, ansonsten sage ich hier, Rules ist gleich r.split leer. Und mir fällt gerade auf, dass wir gar keinen Regex benutzen hier. Aber das macht nichts. Ich finde das von der Logik gerade so viel einfacher. Brauchen wir eigentlich gar keinen Regex. Sorry dafür. Habe ich euch vielleicht falsche Hoffnung gemacht. Aber ich glaube, so ist es tatsächlich einfacher. Wenn wir jetzt hier nämlich den Type nehmen, beziehungsweise kann es auch Regeln geben, die sich zusammensetzen. Egal. Ist uns eigentlich völlig egal. For Rule in Rules. Und jetzt müssen wir die quasi gemeinsam matchen. Okay, also als erstes mal if rule.is is numeric. Also wenn es quasi eine Zahl ist, dann machen wir was? Ja, dann machen wir ja dann muss es ja beide matchen. Ne? Achso, ich muss ja immer den Teil abschneiden, der da drauf gematcht hat. Hier oben muss ich noch nichts abschneiden. Aber hier unten muss ich jetzt quasi sagen, hey, das ist alles, was wir brauchen. Und, ja, nee, da muss ich das abschneiden. Das bedeutet, wenn die Regel numerisch ist, dann, okay. Ich muss hier zusätzlich zu R, beziehungsweise zusätzlich zu True und False, muss ich immer noch irgendwas zurückgeben. Also sowas wie M hier in dem Fall. Und hier muss ich M zurückgeben. Also quasi die Nachricht, die sozusagen noch dabei ist. Und hier definiere ich mir jetzt mal res und M neu ist gleich
weil da verändert sich ja meine Nachricht dabei. Und dann mache ich hier ein Match Rule rein. Und, oh Gott, jetzt muss ich Rules von int von Rule machen. Das ist meine Regel, die ich jetzt neu matchen muss. Und dann habe ich noch meine Message m hierbei. So, und an der Nachricht ändert sich ja erstmal auch nichts. An der Nachricht ändert sich erst das, wenn ich wirklich einen Buchstaben vor mir habe. Das heißt, in dem else-Fall, das ist sozusagen jetzt unsere Abbruchbedingung, dass wir hier quasi einen Text haben. Das heißt, der Text muss quasi am Anfang sein. Jetzt ist die große Preisfrage hier, habe ich überhaupt, wo sind meine, habe ich vielleicht mehrere Buchstaben? Kann das vorkommen oder kann das nicht vorkommen? Das weiß ich hier tatsächlich nicht. B. A. Okay, ich kann nur einen Buchstaben haben. Das heißt, definitiv, ich habe hier definitiv if m von 0 gleich Rule, return true und m von 1 bis Ende. Ansonsten return false und natürlich die ganze Nachricht wieder. Also das ist quasi meine Endbedingung. Okay, also wenn ich hier eine Zahl finde, also so zum Beispiel 127, dann, ja genau, dann mache ich hier Match Rule und gebe einfach ganz normal alles rein. Und ansonsten schließe ich quasi ab und sage, ey, das kann jetzt hier gerade nicht sein. Okay, so, habe ich jetzt in jedem Fall ein... Ah, das habe ich noch nicht returned hier, ne? Das habe ich noch nicht returned. Das brauchen wir hier eigentlich auch nicht reinmachen, weil es kann ja nur eine Regel geben. Also diese Regeln hören ja... das machen wir eigentlich ganz nach oben, würde ich sagen. Also, if r if not.r ja, wenn es nicht numerisch ist. Ach so, halt, stopp, nee, das funktioniert nicht. Nee, das machen wir weiterhin nach ganz unten. Das ist schon okay. So, das ist ja quasi der letzte Punkt, den wir hier haben. Und wenn wir das jetzt hier haben, dann haben wir erstmal ein neues m gefunden. Und überschreiben das und führen dann die nächste Regel auf dem m aus. Und im besten Fall schneiden wir dann hier noch was ab. Und wenn das nicht ist, dann geben wir... Ach so, halt, dann haben wir vielleicht schon was abgeschnitten, ne? Shit. Wobei, nee, halt, stopp, das kann ich nicht machen. Ist gleich m. Dann geben wir hier zurück false und m. Wenn unser Result hier nicht true ist. Also wenn es irgendwann mal nicht true ist, beziehungsweise mpref natürlich. Das vorige, also die vorige Nachricht. Und wenn das Ganze true ist, dann machen wir hier weiter und überprüfen weiterhin, ob das Ganze passiert ist. Und wenn wir hier unten ankommen, das machen wir jetzt hier natürlich nur if rules, was definiert ist als das da. If rules, ach, wisst ihr was? Länge davon, ups, 1 zu viel, oder? Ja, Länge davon größer als 1. Wenn wir davon, oder? Oder können wir da auch einfach eine Regel haben? Könnten wir theoretisch auch. Könnten wir theoretisch auch nur eine Regel haben. Bin ich mir gerade nicht sicher, zum Beispiel einfach nur 42 und dann war es das. Wäre wahrscheinlich auch möglich. Dementsprechend lassen wir das mal so und dann gehen wir hier durch.
Wenn wir hier komplett durchgelaufen sind, dann müssen wir hier das Ganze noch abbrechen. If res. Also quasi, wenn wir es überhaupt gesetzt haben. Weil eventuell haben wir es ja hier nicht mal gesetzt. Wenn wir es gesetzt haben, dann geben wir hier true und m zurück. Ansonsten, nee, dann haben wir m auch nicht verändert. Wenn wir res nicht haben, haben wir m nicht verändert. Das sollte eigentlich so in Ordnung sein. Was ist das? Rule. Das soll natürlich R sein. Uff, okay, das werden wir erstmal alles debuggen müssen. Okay, also das sind haufenweise Rekursionsabschnitte. Und ich will jetzt hier mal ganz kurz mein R printen und mein M printen. So, und das machen wir jetzt bitte mal mit nicht jeder Regel, sondern wir machen das nur genau einmal. Und dann exiten wir. Okay, also wir fangen an mit einem List-Index-Error out of range. Warum sind wir hier out of range gerutscht? Hä? Womit sind wir out of range gerutscht? Was haben wir denn hier? Die Rule ist 57, 127, 33. Hä? So weit solltest du gar nicht gekommen sein. Hier sollte eigentlich schon fertig sein. So weit solltest du gar nicht gekommen sein. Wenn wir das hier splitten. Okay, offensichtlich brauchen wir hier Breakpoints. Und zwar sagen wir hier mal, da wo wir die Rules splitten, da wo wir die Rules splitten. Okay, und dann debuggen wir mal. So, wir splitten die Rules auf. Und zwar in 8, 11? Ah, die Rule ist 8, 11. Okay. Hä? Ah, ist das unsere Regel 0? Ist das unsere Regel 0? Ist die große Frage. Was ist unsere Regel 0 eigentlich? 8, 11. Okay, ja gut. Das ist natürlich Regel 0. Okay. Dann gehen wir weiter und splitten nach Leerzeichen auf. Wait, what? Da sollte eigentlich eine 8 und eine 11 bei rauskommen. Ah, 8 und 11. Okay, wunderschön. Gut. Rules 8 und 11. So, das könnte jetzt noch funktionieren. Jetzt gehen wir hier rein und überprüfen, ob das Ding numeric ist. Okay. Und dann sind wir hier und überprüfen, machen Match Rule im besten Fall von ja, von 8 erstmal, ne? Theoretisch. Okay, das heißt, unsere nächste Rule sollte eigentlich Rule 8 sein. Nur Rule 8, wohlgemerkt. Okay, also Rule 8. Hä? Was? Muss ich noch eins weiter. Haben wir hier gerade einen Fehler bekommen? Ja, kurz hier. Hä? Oh, ich bin doof. Natürlich, ach ja, natürlich. Wir haben hier gerade versucht, Regel irgendwas zu nehmen und wir haben das hier überschrieben mit den ganzen Rules. Rules dict nennen wir das Ganze mal. Und hier meine ich natürlich, wir schreiben uns Rules und dann holen wir uns hier aber aus unserem Rules Dictionary das Ganze und hier unten machen wir das auch aus dem Rules Dictionary und hier machen wir das aus dem Rules Dictionary. Funktioniert das? Ah, ja, genau. Okay, so, jetzt machen wir das Ganze nochmal. So, Local Variable Res Assign, Reference before Assignment. Okay, schade. Ich dachte, das könnte funktionieren. Dann setzen wir hier oben einfach Res auf Non. Und dann sollte das nicht mehr passieren. Okay, so, jetzt haben wir String Index out of range.
String Index out of range ist ein bisschen seltsam. Wieso sind wir hier bei Regel 89? Das ist immer noch ein bisschen seltsam. Warum landen wir bei Regel 89? Ah gut, okay. Nehmen wir einfach mal an, wir landen bei Regel 89. Was ist denn Regel 89? 89 Doppelpunkt. Das ist die letzte. 57 oder 100, da sollten wir gar nicht so weit kommen. Ah, hier steht es auch. Ich bin doof. Und wir haben nicht mehr m von 0. Gut. Print mir mal bitte hier m von 0 aus. Ah, hier, b. B ist tatsächlich unsere Rule. Das heißt, unser String ist leer sozusagen. Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Ja gut, dann testen wir mal. If len von m größer 1. Dann machen wir das. So. True und Klammer, Klammer. So, jetzt, jetzt müsste ich das theoretisch von Hand überprüfen, ne? Wir machen das mal für unser Beispiel-Input. Ich will wissen, was dabei rauskommt. Dann müssen wir unseren Input halt nochmal kopieren, aber das macht ja nichts. So. Und ich möchte jetzt hier Print Line haben. Ich möchte wissen, welche von den Dingern als Ja ergeben und welche Nein ergeben. 415. Achso. Das Exit. Okay. Okay, die ganzen Prints müssen hier raus. Das nervt. So. False. Wo haben wir die ganzen Prints noch drin? Print. Hier, das soll natürlich ein Return werden. Okay. Und hier printen wir uns die Line raus. Das ist in Ordnung. Die Line ist leer? Oh. Wir printen uns M raus, weil wir auf Line arbeiten. Das heißt, es matcht alle, oder was? 5. Ja, das ist nicht gut. Es sollte natürlich nicht alle matchen. Es sollte genau genommen nur... Okay, wo geht das schief? Okay, schauen wir mal, was wir hier matchen. Debuggen wir das Ganze mal. Also, wir haben erstmal einen Rule-Split. 415 war die Anfangs-Rule. Da sollten wir den Split nicht mitmachen. Sehr gut, wir splitten also hier und splitten das Ganze anhand von Leerzeichen. Wir sollten danach eine Liste aus 415 bekommen, was wir auch haben. Dann sollten wir hier reingehen und sollten merken, dass das alles Integer sind. Und wir rufen, wir rufen RuleStick von 4 auf. Rule 4 ist richtig. Das heißt, als nächstes sollten wir hier, was? A? Achso, 4 ist Rule A. Ja, natürlich, klar. Okay. Also wir bekommen A raus. Gut. Dann gehen wir hier nicht rein. Wir splitten das ganze Ding nicht. Oder? Splitten wir? Nein, wir splitten. Splitten wir das? Ist das ein String aus einem String? Oh, das ist immer noch eine Liste, ne? Okay, aber wir haben hier mbref ist gleich m. Und wir überprüfen. Oh. Und jetzt ist unser m plötzlich leer. Wait, what? Irgendwas ist hier schief gegangen. Jetzt sind wir hier wieder bei 415. Irgendwas stimmt mit der Rekursion nicht. Und zwar komplett gar nicht, sag ich jetzt mal. Lass uns das nochmal ganz kurz debuggen. Das machen wir raus, das machen wir raus, das machen wir raus. Ich mag die ganzen Breakpoints nicht, die machen es irgendwie nicht gerade eingängiger. So, ich will jetzt wissen, was hierbei rausgekommen ist. Und zwar will ich wissen, ob M oder was hier als M zurückgegeben wurde jeweils. Das machen wir raus.
Und danach exiten wir. Ich will das nur fürs Erste jetzt mal machen. So, wir geben hier offensichtlich nie True zurück, weil die Länge von M entweder nicht 1 ist oder das Ding nicht gematcht wird. Printen wir hier mal kurz M raus. Kommen wir nie hin. Das funktioniert hier nicht. Hey, hier kommen wir auch nie hin. Was? Okay, erstmal ein bisschen aufräumen hier. Also wenn wir bei M nenne ich jetzt hier, sagen wir mal, ein. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt hier das debugge? M ist einfach leer. Warum ist M leer? Okay, M, also das ist ja erst, also hier kommen wir nur hin, wenn wir Match Rule aufrufen. Moment. Und ja, hier, M ist leer. Und Rule ist A. Vor allem ist Rule ein String aus einem String aus A. Warum ist M leer? Wir rufen hier M doch mit dem kompletten M auf, oder nicht? Was denn hierbei? Wie sieht es hier mit M aus? M ist auch schon ganz am Anfang leer. Die Nachricht ist ganz am Anfang leer. Das kann doch nicht wahr sein. Hier müssen wir jetzt zweimal landen. Einmal haben wir... Hä? Matches von M, Matches von Line. Hä? Warum ist die Nachricht leer? Oh. Ah ja, gut, okay. Hier ist die Nachricht auch schon leer. Hä, was habe ich getan? Oh mein Gott. Wow. Cedric, guten Morgen. Ich sollte definitiv meinen zweiten Kaffee trinken. Es tut mir sehr leid, Leute. Okay. So, was ist jetzt los? Okay. Achso, ja gut, jetzt habe ich halt einfach nichts geprintet, ne? Print. Match. Way. Oder sowas. Okay, also das ist die erste Regel, die matcht. So, jetzt gucken wir mal, wie viele wir am Ende noch matchen. 5, immer noch. Das ist immer noch 5 zu viel. Weil... Ja, wir nicht 5 matchen dürfen. Also Nummer 1 Match, das ist in Ordnung. Nummer 2... Ich mache das jetzt mal... Wobei, nee, machen wir es mal hier. Nummer 2... if... Was war denn M die in der ersten Zeile? If... Ach, warte. If M not... ungleich... So, welcher von euch matcht denn auf keinen Fall? Der hier matcht nicht, das weiß ich. Dann continuen wir. So, wir wollen hier tatsächlich nur 1. Okay, der matcht offensichtlich immer noch. So, jetzt wollen wir rausfinden, warum der matcht. Und zwar als allererstes will ich mal einen Breakpoint hier. Und dann schauen wir mal. Also natürlich matchen wir erstmal wieder 4, 1, 5. Im nächsten Schritt gehen wir mal hier rein. So, haben wir die Regel... das ist 4, ne? Okay. Gut, dann sollten wir hier nicht reinkommen, weil Length von Rules sollte nicht größer als 1 sein. Ist das richtig? Okay. Hier sollten wir auch nicht reinkommen, dann sollten wir eigentlich... sollten eigentlich hier reinkommen. Genau. Unser M ist BA, BA, BA. Und dann sollten wir auch nicht hier reinkommen, sondern wir sollten eigentlich unten drunter landen. Mal gucken. Also was wir machen, hier und hier auch rein. Wir printen M und dann landen wir, wo landen wir? Kollege? Connected. Lieber Herr Debugger, könnten Sie vielleicht bitte nicht meine Debug-Statements überspringen? Wäre ganz reizend. Warum springen wir hier einfach raus?
Warum gibt er mich hier true aus? Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. So, also hier landen wir, dann landen wir hier, dann landen wir hier, das ist normal. Dann landen wir hier, dann haben wir A als Regel, dann haben wir A als Regel und dann haben wir die Länge von M soll größer als 1 sein, das ist korrekt. Und M von 0 soll R entsprechen. R ist A. M von 0. Hä? Ich glaube, wir haben hier ein Problem mit diesem A. Dass das einfach ein String ist. Was ist denn unser Type von dem ganzen Ding? Was? Was? Da ist es doch gerade reingegangen. Hä? Ach ja, Debuggen macht so viel Spaß, ne? Ihr kennt das ganze Ding. 10 Minuten Code schreiben, 50 Minuten Debuggen. Das ist völlig normal. Ich weiß nicht, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch. Es tut mir sehr leid. Das ist aber völlig normal, glaube ich, dass man gelegentlich mal auf dem Schlauch steht. Ich sollte eigentlich nicht so lange auf dem Schlauch stehen, aber wie gesagt, ich habe heute ein bisschen wenig geschlafen und ich habe zu wenig Kaffee getrunken. Bin völlig unterkoffeiniert und ohne Koffein funktioniere ich nicht. So, was ist mit R? Was ist mit R? Print Type von R. Ich will wissen, was das für ein Typ hat. Class String. So, was ist, wenn ich jetzt R von 0 wähle? Geht das überhaupt? Das geht immer noch und dann habe ich immer noch den Type String. Ich will R von 0 bitte mal ausgeben. Aha, da sind nämlich noch Anführungsstriche dabei. Ach Gott. Ja, natürlich. Okay, also die haben mich jetzt natürlich sehr hart gerade mitgenommen. Replace das da durch nichts bitte. So, ist immer noch wahr. Aber jetzt haben wir hier wenigstens ein A. Okay? Wobei, wisst ihr was? Wir können doch einfach hier einen String aus der Regel draus machen, oder? Geht das? Sollte eigentlich auch gehen. Nee, das funktioniert nicht. Okay. Wenn wir jetzt R von 0 ausgeben, dann haben wir hier 4 und A. Wenn wir R ausgeben, haben wir auch ein A. Okay. Aber warum geht es dann da noch rein? Was ist genau mein R? So, mein R ist einfach nur der Buchstabe A. Und mein Wort ist BA, BA, BA. Wenn M von 0 gleich R ist, dann gebe ich... Hä? Ansonsten gebe ich false und M zurück. Und dann sollte ich doch hier eigentlich false rausbekommen. Gucken wir nochmal rein. Ne. Hä? Okay. Gucken wir mal hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Scheiß drauf, machen wir einfach alles voll. Okay, debuggen. Gut, 415 ist okay, das ist das erste. Dann haben wir hier die Aufteilung. Machen wir Match Rule von 4. Rule 4 sagt mir A. Und dann printe ich A. Und dann überprüfe ich, ob len von der Message größer als 1 ist, was definitiv der Fall ist. Und die Message an der Stelle 0 gleich R ist. Ah, und dann gehe ich hier rein und dann gebe ich false zurück. Okay, das ist doch gut, aber hä? If not res, return false, mpref.
Ja, dann gehe ich quasi 1 zurück und gebe für meine Regel 4 false. Ich muss hier noch einen Debug-Punkt reinmachen. Ah, dann sollte ich doch eigentlich false zurückkriegen. Also, wir gehen hier rein, wir gehen hier rein. Okay, okay. Und if not res, return false. Und dann haben wir doch hier ein false. Warum kriegen wir hier dann True raus? Oh, vielleicht muss ich hier... Ups. Ah. Ich bin einfach dumm. Ich bin einfach gigantisch dumm. So, herzlich willkommen zu Advent of Code, Tag Nummer 19, wo ihr mir beim Versagen zuschauen dürft. Uff. Okay, ja, cool. Also, das ist definitiv jetzt mal... Okay, so. Machen wir erstmal die hier alle wieder raus. Okay, dann sollten wir jetzt hier am Ende die ganzen Print-Statements hier noch raus. Das muss raus. Print raus. Das. Okay, so. Dann sollten wir jetzt hier, wenn wir das durchlaufen lassen, am besten 2 richtig haben. 2, genau so. Richtig, so will ich das. Okay, und wenn wir jetzt nochmal unser Puzzle-Import nehmen und den hier reinkopieren, dann sollten wir am Ende eine Zahl rausbekommen, die hoffentlich einigermaßen sinnvoll ist. 451, das sind ziemlich viele Regeln, die noch... Wir sind immer noch bei Part 1, ne? That's not right. Och, Mann. Oh. Wieder irgendwelche Fälle, die ich nicht beachtet habe. Ich glaube, ich weiß aber, was wir noch machen müssen hier. Eine Sache, die mir gerade erst so einfällt. Wobei, eigentlich war das gerade bei dem davor richtig, ne? Das hier. Und zwar, wenn das Ding... das matcht aber wahrscheinlich auch so den Regeln nicht, ne? AA ist das hier. Dann haben wir AB, was richtig wäre. Und dann haben wir ein B. Das ist eigentlich richtig. Aber was ich hier noch tatsächlich gucken möchte, ist Folgendes. Und zwar res und M2 ist gleich das da. If res return len von M2 gleich 0, weil die dürfen ja dann am Ende wirklich nur 0 sein. Das sind, was? Was? Hä, die Länge von den Dingern sollte aber am Ende 0 sein. Print M2. Warum ist das so groß noch? Ich gebe hier immer nur 1 von 1 bis Ende. Was? Ah, natürlich, hier. Okay, dann machen wir das hier nochmal separat. Match Rule. Res, M ist gleich und dann sagen wir hier Res. Und dann haben wir nämlich unser M überschrieben. So sollte das nämlich jetzt auch... Wow, jetzt haben wir das Ganze. Ja, wahrscheinlich, weil wir hier tatsächlich das gemacht haben. Dann müssen wir hier auch das machen, weil ansonsten haben wir hier wieder das Problem mit M2, ne? Also. Immer noch das Ganze. Das sollte nämlich... Moment, hier ist nur ein B. 1, 2, 3, 4, 5. Was? Gerade bei dem... Gerade bei dem sollte es eigentlich nicht nur das B sein, sondern noch mehr sein. Weil wir hier... hier haben wir mpref auf M gesetzt. So, Sekunde. Ich debug das jetzt wieder mal. Alles hier Schritt für Schritt. Scheiß drauf. So, wir sind sowieso schon viel zu lange dabei und ich glaube, das wird heute eine sehr, sehr komische Folge. Aber ihr seht wirklich, wie man schön debuggen kann. Okay, vielleicht nicht unbedingt schön, aber wie man debuggen kann. So, also das erste ist ja hier, wenn ich mit mpref... Ach, das ist sowieso die falsche. Die hier. Oder? Ne, Moment. Hä? Wieso waren die in der komischen Reihenfolge ausgegeben? Ah. Ja, B. Das ist gut. Die da oben sind quasi die ganzen Ergebnisse, die okay waren. Aber wieso habe ich jetzt hier keine Matches mehr? Das wundert mich ein bisschen. Weil die ganzen Matches sollten ja eigentlich bleiben. An denen habe ich ja nichts geändert, oder?
Also erstmal sollten wir uns um die Matches vielleicht kümmern. Aber das B ist quasi das, was am Ende übrig bleibt. Bei der letzten hier, bei dem hier. Das ist quasi das, was übrig bleibt. Hier allerdings sollten wir auch trotzdem die Matches noch richtig haben. Also können wir eigentlich genauso gut auch hier debuggen. Und zwar mit dem ersten gleich, weil das sollte ja eigentlich True ergeben. So, haben wir hier als allererstes ABAB und genau, das ist richtig soweit. Wir setzen Res, wir gehen hier rein, wir checken, ob die Rule numeric ist. What? Achso, ja, das ist jetzt der zweite Durchlauf mit A. Okay. A, wir gehen hier rein, setzen None. Moment, mbref ist AB, was? Was? Moment. Also in meinem ersten Durchlauf okay und jetzt gehe ich hier rein und sage okay. Mein M ist A, B, A, B, B, B. Okay, ja gut. Achso, doch, ja, natürlich, klar. Dann ist auch mein mbref dieses A, B, A, B-Dingens. Ja, okay. Is not numeric und wir gehen zu if-res. So, if-res. So, und hier haben wir jetzt len von m größer 1. Das ist gegeben. Und m von 0 ist gleich r. Dann geben wir das zurück. Okay. So, nächster Schritt. Dann haben wir hier B, A, B, B, B. Das ist genau das, was ich haben wollte. If not res, das sollte hoffentlich false sein. Genau. Und jetzt gehen wir durch die nächste Regel durch. Und unser String, wir müssen mbref noch setzen. Ne, wobei, ne, müssen wir nicht setzen. Das ist ja gerade der Sinn davon, dass wir es nicht setzen. For rule and rules. Das heißt, unsere nächste Rule sollte hier die 1 werden. So, Rule gleich 1. Ist 1 numeric? Ja, 1 ist numeric. Okay. mbref ist m, also b, a, b, b, b. Res ist gleich non. Und wir gehen hier rein und checken 2, 3. Okay, 2, 3. Probier mal. Ist numeric. Gehen wir hier rein. Jo. 4, 4. Okay, gehen wir hier rein, gehen wir hier rein, gehen wir hier rein. 4, 4. Okay. 4 wäre A. A. Wir haben aber ein B vorne. A, A. If res. Len. Return false, M. Okay. So. Jetzt sollten wir hier B, A, B, B, B haben. Und return false. Und wir gehen weiter. So, jetzt sind wir hier beim nächsten 5, 5. Genau, das ist richtig. Das ist quasi die zweite Zweierregel. Wir überprüfen, ob wir die zweite Zweierregel hier machen können. Moment, nee, 5, 5 ist was anderes. Achso, nee, wir überprüfen, ob wir die zweite Zweierregel machen können. Genau, wir sind jetzt gerade hier. Okay, also 5, 5. Jo, check, check. Jo, check. Also wir überprüfen gerade, ob B, ja. Also if not res ist false. Also sind wir hier bei A, B, B, B. Okay, for rule. Dann gehen wir hier rein, checken das wieder. Checken das nächste B sozusagen. Und return false. So, jetzt wird es interessant. If not res, return false. Okay. Das heißt, wir haben mbref BABBB. Das ist ja das, bevor wir die Regel 2 angewandt haben. Okay. Also sind wir hier wieder zurück und haben sozusagen false zurückgegeben, dass die Regel 2 nicht am Anfang stehen darf. Also false, also BABB. Okay. Und jetzt überprüfen wir 3.2. 3.2 ist, glaube ich, die richtige gewesen, ne? Okay, wir überprüfen. Wir gehen rein. Und gehen hier zurück. 4,5. 4,5 ist numerisch, also A. Ne, A war die falsche. Wir geben false zurück. Gehen wir hier wieder rein. Also 5,4. Gehen hier wieder rein. BA, BBB. Ist numeric, ist false, okay. Und wir geben hier true zurück. So, das war die richtige Regel. Also gehen wir hier weiter. Ist numeric. Aha. Und wir starten A, B, B, B. Okay, ist numeric, also hier return true. So, if not res wird übersprungen. Das heißt, wir haben aktuell den String B, B, B. Und
jetzt gehen wir hier res true zurück. Cool. So, dann sind wir hier bei BBB und haben Regel 3.2. Jetzt müssen wir bei 2 sein. Rule 2, genau. Okay, also machen wir jetzt mal kurz die Regel 2 durch. Mit A wird das nichts. Deswegen gehen wir hier false zurück. Gehen hier false zurück. Jetzt sind wir bei Regel 5.5. Weil, ja, das ist die andere 2-2-Möglichkeit. So, B wäre true. Und B wäre true. Hä? Ah, warum machst du denn so ein... Ja, dann ist das doch wahr. Und dann habe ich doch jetzt hier alles, was ich brauchte. Genau, und dann sind wir wieder im ganz oberen Ding. Und jetzt haben wir hier als restlichen String M for Rule and Rules. Rule is numeric. Mpref ist none. So, Mpref ist jetzt auf B gesetzt. Das heißt, wir gehen hier einmal durch und gucken, ob das Ding ein B ist. Und hier geben wir false zurück. Ach, Mann. Ihr werdet mich hassen. Scheiße, ich bin so dumm manchmal. Okay. Manchmal sieht man die einfachsten Fehler nicht. Ja, wie gesagt, so kann man debuggen, wenn man das Ganze sich Step by Step ausgibt. So, 151 probieren wir das mal aus. Puh, off by one fies. Okay, wir haben es geschafft. So, Part 2. Okay, Part Nummer 2 sagt uns im Endeffekt Folgendes: Wir sollen die beiden Regeln 8 und 11 ersetzen. Bei uns in uns... was ist jetzt passiert? In unseren Lösungen. Und das machen wir auch mal tatsächlich. Wir suchen mal nach Regel 8. 8 Doppelpunkt. 8, 8, 8. Wo bist du? Hä? Okay, wir fangen nochmal von oben an, weil ich doof bin. Offensichtlich finde ich Regel 8 nicht. So, hier Regel 8 ist 42. Das scheint auch bei jedem irgendwie gleich zu sein. Und die sollen wir jetzt ersetzen durch 8 Doppelpunkt 42 und 42 oder 8. Dazu kommen wir gleich. Und dann noch die 11 hier. 11 Doppelpunkt 42 und 31. So, die hier sollen wir auch ersetzen durch das hier. So, was das im Endeffekt macht, ist Folgendes. Jetzt ist sie weg. Wo ist sie hin? Egal. Wenn wir das so machen, dann haben wir natürlich das riesige Problem, dass wir jetzt Rekursion erlauben. Das bedeutet, also wir haben rekursive Regeln. Das bedeutet, wenn wir hier eine 42 haben, dann ist das fein, aber wir können auch 42,8 haben und die 42,8 kann wieder 42,8 haben und so weiter und so fort. Und ja, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das eigentlich verändern können. Ich würde hier tatsächlich eine Rekursionstiefe mitgeben, damit wir nicht unendlich lange in Regeln absteigen. Das bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel jetzt 10 Mal oder sowas abgestiegen sind oder 20 Mal, dann hören wir halt einfach auf. Das heißt, wir machen hier eine Depth gleich 0 am Anfang rein. Dann müssen wir hier auch nichts ändern. Dann müssen wir nur innen drin was ändern. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir hier Match Rule überall drin haben. Wir haben es nämlich hier drin und hier drin. Das sind eigentlich nur 2 Aufrufe. Das heißt, wir sagen hier Depth plus 1 und hier unten sagen wir auch Depth plus 1, Depth plus 1. So, und hier oben sagen wir jetzt, ja gut, wie hoch wird denn unsere Depth eigentlich werden? Wir machen nochmal die beiden Regeln hier rückgängig, die 42 und die 8 und haben mal keine Depth hier drin. Und wo hören wir denn auf? Ich würde sagen... Wir printen uns immer hier oben mal die Depth. So, und ich will wissen, wie tief unsere Depth eigentlich ist. Beziehungsweise, wisst ihr was, wir machen hier oben eine Depth-Liste. Depth-List. Ups. List ist gleich so ein Depth-List.append Depth. Und jetzt will ich wissen, was eigentlich unsere maximale Tiefe ist. Depth List. Und wir haben eine Tiefe von 18. Okay, wow, das ist tiefer als ich dachte. Ich würde jetzt hier tatsächlich mal hergehen. Wobei, wisst ihr was, wir können das eigentlich drin lassen. Ich würde hier tatsächlich mal hergehen und ja, if Depth gleich 100 return false und m.
Irgendwie sowas. Und dann haben wir hier natürlich noch die neuen Regeln. Also die 8 Doppelpunkt 42, genau die hier. Da setzen wir die nochmal ganz kurz. Ups, nur die hier. Und dann natürlich noch die 11. Die wir hier auch ersetzen müssen. So, okay. Gucken wir mal, ob das schon ausreicht hier. Okay, Max Arc ist ein Empty Sequence. Aber oh, halt eine 0 rein, mein Gott. Du sollst mich eigentlich auch nicht treuen, Kollege. So, 211. Das sind viele. Was zur Hölle ist das? Achso, gut, wir haben hier die M2s ausgegeben, ne? So, 211. Gucken wir mal, ob das funktioniert schon. Weil dann hätten wir hier einfach quasi die Tiefe anders gehandhabt. Schade. Ich bin mir nicht sicher, ob die Tiefe hier ausreicht. Was passiert denn, wenn wir 1000 eingeben als Tiefe? Mal gucken, wann wir irgendwie... Ja, okay, dann ändert sich auch nicht mehr viel. Dann... Hä? Also wenn wir hier offensichtlich 1000 erlauben, dann haben wir hier offensichtlich eigentlich alles gefunden, oder nicht? Die... sollten eigentlich... Ja, daran sollte sich jetzt eigentlich nichts mehr ändern. Aber wisst ihr was? Ich mache mal hier ganz kurz... Welche ist das? Ist das noch die alte Regel? 811... 842. Ja, okay, wir gucken jetzt mal ganz kurz, was mit dem Regelwerk hier passiert, weil vielleicht haben wir irgendwas, wo es nicht stimmt. So, das ist nach dem alten Muster. Und hier matchen uns 3. Ah, ja, 3, natürlich. Okay. Und nach dem Updaten müssen wir die hier einfügen. So, ich habe das jetzt mal ganz kurz eingefügt, und zwar 842, 42, 8. Und wir gucken jetzt mal, wie viele davon bei uns matchen. Das sind nämlich nur 6. Wir sollten 12 Stück haben. Das heißt, es funktioniert auf gar keinen Fall. Das stimmt irgendwas überhaupt nicht. Gucken wir mal. Die BB, das hat vorher schon gematcht. Die hier hat davor noch nicht gematcht. Die muss jetzt matchen. Wir gucken mal, ob das jetzt funktioniert bei uns oder nicht. Und die matcht nicht bei uns. Okay, lasst uns nochmal hier das rausrechnen. Wie tief gehen wir eigentlich? Depth.list.append Depth. So. Und wir gehen in 16 Tiefe. Wir sollten in jedem Fall bis zu 1000 gehen für dieses Ding, bevor es nicht matcht. Ansonsten können wir nicht sagen, dass es nicht matcht, weil, also ich meine, hä? Wir sollten auf jeden Fall dann hier immer landen. Automatisch sollten wir eigentlich da landen. Und zwar, weil wir hier ja von 8 auf 42 gehen. Und wenn da ein False rauskommt, sollten wir auf 42,8 gehen. Da sollten wir eigentlich auch hin. Ich mache hier jetzt mal tatsächlich den Breakpoint rein. Das sollte eigentlich... So. Wir sind bei 42 oder 42,8. Na gut, ich muss mir noch die Regeln jeweils ausgeben lassen davor. Aber nee, halt, stopp, wir sind ja hier. Ja, nee, lass uns mal das Ganze so machen, dass wir wirklich jeden Schritt sehen. Okay, also wir sind bei 8,11. Ja? Erster Schritt ist 8,11. Wir gehen auf 42 oder 42,8. Wir gehen auf 42. Matcht die denn? Ach so, ja natürlich. Wenn die 42 matcht, kann halt auch einfach die... Oh, scheiße, das zerstört halt gerade alles, ne? Okay, das ist doof. Klar, okay, Problem ist folgendes, wenn wir hier BA stehen haben und die 42 matcht das,
Ach du Kacke. Die 42 matcht das und die nächste Regel matcht quasi das. Dann haben wir halt nur die 42 hier drin. Aber es könnte auch sein, dass wir hier die 42 haben und dann die 8 hier haben und dann erst den Rest matchen müssen. Das wissen wir gar nicht vorher. Das heißt, wir können hier nicht sagen, dass wir nur die Tiefe gehen wollen, sondern wir müssen halt, ja, das ist das Problem hier, dass ich hier direkt sage, hey, wenn es matcht, okay. Dadurch würden wir halt eine komplett neue Dimension aufmachen, weil wir ja hier dann nicht nur M2 zurückgeben müssen, sondern auch M2 von der anderen Regel. Wir müssten... Geht das? Andere Idee. Was wäre, wenn wir hier die 42 an sich... achso, nee, halt, das können wir nicht machen. Nee, das funktioniert auch nicht. Also ich habe gerade überlegt, ob ich hier das hier machen kann. Funktioniert aber auch nicht, weil dann haben wir natürlich immer noch die Möglichkeit, dass eine 8 hinten dran kommt. Was wäre denn, wenn wir zuerst die 42... Ja, wobei, nee, macht auch keinen Sinn. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen doof, dass ich das so rum gemacht habe, weil theoretisch ja gut, was wir machen können ist vielleicht, dann brauche ich ein bisschen Platz. Was, wenn wir mehrere Nachrichten quasi hier dann zurückgeben, dass wir hier mehrere Matches machen, weil wir mehrere okay, also was wir theoretisch... Boah, das wird zu kompliziert. Ich glaube, ich schreibe das ganze Ding neu. Was tatsächlich wir machen könnten, wäre, dass wir hier oben uns noch so eine Liste anlegen mit M-List, mit Nachrichten, die dann auch noch matchen müssen und wir geben hier quasi mehrere Möglichkeiten raus. Das ist allerdings viel zu komplex. Also, was das Problem ist, ich will das mal ganz kurz verdeutlichen, was gerade in meinem Gehirn rumgeht. Wir haben zum Beispiel AB, 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 AB und wir haben die Regel 42, 8, 5 oder sowas. Und können hier natürlich, so oft wir einfügen wollen, 42, 8 einfügen. Also wir können eine beliebige Anzahl von 42 machen. Das ist quasi das Problem. Wir haben hier einen Automaten, der nicht aufhört. Ja? Und wenn wir hier jetzt zum Beispiel das hier da haben, aber die 5 heißt auch A, also quasi hier A und dann zum Beispiel B, ja, dann dürfen wir hier ja für die 42 nicht alle ausfüllen. Also wir dürfen nicht schreiben A, bis wir ganz hinten sind, sondern wir müssen schreiben, ey, wir hören hier auf. Das ist quasi alles voll mit 42ern, dann kommt dieses A hinter der 8, das hier, die 8 an sich ist ja dann leer, und dann kommt das B. So, aber wir wissen eigentlich nicht, wann wir aufhören müssen. Das ist das große Problem an der Sache. Und ja, in der Aufgabenstellung steht ja schon drin, wir sollen die Fälle separat behandeln. Also das ist quasi der Trick hierbei. Wir sollen keinen endlosen Automaten schreiben, weil es halt quasi nicht endlich wäre. Problem an der Stelle ist, ich habe das Ganze rekursiv gemacht. Das heißt, ich baue mir keine Regel rekursiv zusammen und habe dann eine Regel, auf die ich matche. Dann könnte ich einfach mehrere Regeln haben, sondern ich habe hier quasi rekursiv gematcht. Das heißt, ich gebe immer True und so weiter zurück. Und das ist halt dumm. So, das ist halt das große Problem an der Sache, weswegen ich hier halt komplett nochmal von vorne anfangen muss, wahrscheinlich. Das ist halt mies. Sowas könnte man halt wirklich vorher sagen. Ich werde jetzt eine 19.2 machen. Und dann fangen wir von vorne an. 19.2. So. Na gut. Also. Dann machen wir das da. Das sind quasi unsere Matches. Und dann haben wir hier oben Rules Dictionary. Ja, was ja eigentlich schon ein Rules Dictionary ist. Rules _dict. Und dann haben wir nicht die Matches-Funktion, sondern ja, was machen wir? Dann machen wir es halt tatsächlich mit regex. Also ihr findet jetzt hier quasi zwei Lösungen nochmal von mir. Für Part 1 und für Part 2, I guess, weil, ja, ist so. Ne, nur für Part 2 machen wir. So, und wir bauen uns hier unser regex zusammen und schreiben hier unten nicht if matches, sondern if
regex.fullmatch von der Nachricht, dann sollte das passen. So, und wie bauen wir jetzt unser regex? Regex.compile. Ja, wir müssen das wir müssen rekursiv ein regex bauen. Also build rules. Wir müssen quasi mehrere Regeln bauen. Und zwar unsere Regeln sind definiert als, die sind ja in dem Rules Dictionary erstmal drin. Wir fügen jetzt die quasi zusammen. Also wir machen aus 27, 1, 6, 14, 18, machen wir quasi 1, danach 6 oder 14 und 18. Das geht ja genauso. Das heißt, def build rules. So, wir machen das Ganze auch wieder rekursiv. Das heißt, wir brauchen hier natürlich die Regel, mit der wir anfangen. Das wäre dann unsere Rule R. Und die bauen wir jetzt da ein. Wir holen uns erstmal unsere Rule ist gleich, aus Rules natürlich. Rules dict von unserem R. Beziehungsweise eventuell haben wir hier keinen Integer, also machen wir hier mal int von R. Und dann brauchen wir den regex-String. So, jetzt ist die große Frage, wie baut sich der zusammen? Also zunächst einmal bauen wir uns ja, also im Endeffekt wollen wir am Ende nur noch A's und B's da stehen haben, aber mit Klammern versehen und dann eben mit so und so viel darf sein, sozusagen. Ja, falls ihr wisst, was ich damit meine. Also, wenn wir also erstmal brauchen wir hier natürlich dann Build Rules von jeder einzelnen Regel, die wir quasi mit also für jeden Part, for Part in unserer Rule.split Split anhand von dem hier. Dann brauchen wir das wäre dann im Endeffekt eine Liste, aber wir wollen, wie gesagt, ja alle Zeichen oder sowas gemeinsam haben. Also joinen wir die alle Zeichen joinen jetzt hier quasi zusammen. Jetzt, wie bekomme ich die Zeichen? Nee, das Join muss ich vorne dran machen. Das Join muss ich hier machen. Also wir joinen hier die ganzen Teile zusammen und die Teile bilden wir hier quasi. Also Build Rules von Part. Aber jetzt haben wir hier immer noch eine Liste, ne? Das ist viel zu kompliziert so. Ich mach das in einzelnen einzelnen Zeilen, aber das brauche ich trotzdem hier. Okay, also. For Part in dem ganzen Ding wollen wir was tun. Wir wollen hier drin nochmal for i in part.split am Leerzeichen. Da haben wir dann quasi die einzelnen Dinger. Also erst splitten wir an den Oders, dann splitten wir an den Ands sozusagen. Und die wollen wir jetzt sozusagen als Build Rules von i bauen. Allerdings müssen wir i strippen, definitiv. Sonst haben wir hier nämlich ein Problem. Okay, also wir bauen uns die Regeln basierend auf den einzelnen i's. Und das ist jetzt quasi rekursiv. Und hier fügen wir jetzt sozusagen die ganzen Regeln nochmal separat ein. So. Jetzt haben wir hier am Anfang ein leeres Zeichen und sagen hier regex plus gleich dem da. Das sind die einzelnen Zeichen hierbei, also quasi A, B, C etc. Und hier brauchen wir jetzt aber auch noch ein Oder. Und glücklicherweise ist das Oder in regex, glaube ich, genau dasselbe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, für jeden einzelnen Part haben wir
so ein Zeichen. Und am Ende müssen wir natürlich nochmal das erste Zeichen abschneiden. Regex ist gleich Regex von 1 bis Ende, damit wir halt den ersten hier quasi weg haben. Ansonsten müssen wir den letzten abschneiden, das wäre auch nicht viel besser. Und genau, dann sagen wir hier noch was anderes, und zwar, nee, Regex ist gleich Regex plus, nee, andersrum, stopp, wir wollten was vorne dran schreiben. Und zwar Fragezeichen Doppelpunkt. Ich glaube, das brauchen wir hier auch definitiv dafür. Ich habe gerade mal kurz Regex aufgemacht. Fragezeichen Doppelpunkt, Achtung, die Klammer natürlich auch noch. Fragezeichen Doppelpunkt macht im Endeffekt das, wenn wir einen Teil gematcht haben, dass wir den danach nicht mehr matchen können. So, dann fangen wir hier an mit den einzelnen Parts, also mit den A's etc., was wir hier rausbekommen. Und, Moment, haben wir das tatsächlich? Und jetzt natürlich noch hier die Klammer wieder zumachen. So, und dann kann es natürlich noch sein, dass, wenn wir das rekursiv machen, oh, ich habe eine gute Idee. Wenn wir das, wenn wir das hier jetzt bauen, dann sagen wir hier if r.isNumeric. Ne, wisst ihr was? Wir machen das noch viel besser. Ne, wir lassen das einfach. Wir können hier tatsächlich auch einfach einen Try machen. Weil wenn es dann hier schief geht, wenn dieser Aufruf hier schief geht, dann wissen wir ganz genau, okay, das ist kein Numeric mehr. Das heißt, wir haben hier except Value Error. Und dann können wir hier überprüfen, ob die Länge von r größer als 1 ist, oder? Ja, doch, größer als 1 ist. Und wenn die Länge von 1, nee, stopp, wenn die Länge von 0 einfach ein Anführungsstrich ist, dann können wir hier einfach r von 1 zurückgeben. Und ansonsten geben wir, was geben wir ansonsten zurück? Einfach nichts, oder? So, das sollte jetzt sogar hier so einigermaßen funktionieren, oder? 0. Gut, das sind jetzt schon die neuen, achso, ja gut, das sind halt die neuen Regeln, ne? Die neuen Regeln haben wir, wie gesagt, noch nicht drin. Jetzt müssen wir erstmal mit den alten entlang gehen. Also wir nehmen jetzt einfach mal diese Regeln hier und gucken mal. Wir sollten, also wir kriegen immerhin keinen Fehler, das ist schon mal gut. Wir sollten jetzt hier tatsächlich 3 rausbekommen. Das ist wunderbar. Und ich will wissen, was... Ja gut, okay. Nee, also wenn wir hier 3 rausbekommen, dann ist das schon mal gut. Jetzt müssen wir noch diese also wir haben jetzt quasi Teil 1 nochmal gelöst in einer Viertelstunde. Ich hoffe, das war in Ordnung so für euch. Das werde ich auch irgendwie wahrscheinlich aufschreiben müssen, ne? Okay, aber ja, wie gesagt, ihr guckt einfach unten in die Timestamps rein. Genau, dann machen wir jetzt hier aber noch Teil 2 damit. Und zwar sagen wir jetzt hier, also wir müssen ja jetzt hier diese Regeln anfügen. Für die Leute, die vielleicht das Ganze übersprungen haben, wir müssen jetzt quasi mit Rekursion arbeiten können. Und zwar 42 und dann 42 und 8. So, und wenn wir jetzt diese Regeln speziell behandeln wollen, dann können wir das hier einfach tun. Weil jetzt also wir bauen uns jetzt quasi eine Regel oder eine Regel basierend auf dem, was wir hier haben, und bauen uns diese Regel wirklich nur als ein Ding, und so dass wir hier einmal drüber matchen müssen. Wir gehen nicht rekursiv in das ganze Ding rein, was sogar noch effizienter ist, sondern wir gehen hier wirklich her und bauen uns eine Regel für alles. Und jetzt können wir uns einfach mehrere Regeln bauen. Beziehungsweise der Vorteil bei Regex ist jetzt nämlich, wir können hier ganz einfach hergehen und hier tatsächlich mit der Tiefe arbeiten, weil Regex unterstützt ja quasi Sternchen. Wir könnten das einfach mit einem Stern lösen. Das heißt, if int von r gleich, ja, was sind unsere Spezialregeln? Gleich, ist das dieselbe? Ja, 8 und 42. Also ist gleich 8. Also wenn die Regel-ID gleich 8 ist, dann geben wir hier einfach return
Es darf nur einmal gematcht werden. Und zwar war es achso, ich muss ja die Anführungsstriche setzen. So, hier. Build Rules von 42 und zwar mindestens einmal, aber so oft wie wir wollen. Also 42 plus. Das ist doch jetzt richtig, oder? Dann kann ich quasi meine Regel so oft wie ich möchte bauen. Dann muss ich das hier nicht mal in meinem Input ändern, ne? Dann kann ich ja einfach das ganze Ding drin lassen. So, und bei der 11 ist es jetzt folgendermaßen, ich kann hier so oft wie ich möchte die 11 reinhauen, aber ich muss anfangen mit der 42 und aufhören mit der 31. Okay. Und deswegen hat er nämlich gemeint, wir können, also das stand ja auch in den Tipps drin, wir können hier tatsächlich uns auf eine Regel konzentrieren, wenn wir das wollen. Okay, der Teil ist noch ein bisschen kritischer. 42, 31, aber wir können die 11 auch reinschreiben. Das heißt, die 42 und die 31 sind immer gleich oft da, aber beliebig oft. Das ist schwierig. Ich weiß nicht. Also im Endeffekt, was ich jetzt machen wollen würde, wäre Build Rules von, was war's, von 42 und danach Build Rules von 31 und zwar n mal. Kriege ich das, oder geht das mit einem n? Ups. N mal und das hier auch n mal und hier an der Seite machen wir ja, das Problem ist, dass wir n nicht kennen. Also wir haben quasi nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, das hier 50 mal und das hier 50 mal, weil wir nicht wissen, ob es 50 mal sind. Wir können es so oft machen, wie wir wollen. Mist. Mist. Wie machen wir das? Okay, dann machen wir jetzt hier, weil im Endeffekt, wenn wir jetzt hier Sternchen reinschreiben, also das ist das nächste Problem, wenn wir Sternchen machen, also nehmen wir einfach mal an, ich habe hier quasi Sternchen sozusagen, also nur mal angenommen, ja, und ich würde sagen, hey, wir erlauben das ein Sternchen mal hier, dann haben wir das Problem, dass die 42 und die 31 unterschiedlich oft vorkommen können. Und wir müssen die exakt gleichzeitig haben. Das heißt, was wir hier machen, ist Folgendes. Wir machen am Anfang leer. Und dann appenden wir da immer mehr dazu. For i in range. Sagen wir mal 1000 Mal oder sowas. Wird halt ein fettes Ding, aber das ist egal. Ja, sagen wir 100 Mal. 100 Mal sollte absolut reichen. Und jetzt fügen wir hier Format String plus gleich. Überlegen wir mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier quasi das hier mitnehme. Zwar nicht plus mal. Ups. Ach komm schon, träum mich nicht so. Und zwar nicht plus male, sondern natürlich mit 42 und was andere, verdammt, hab ich schon wieder vergessen. 31, genau. So, also wenn wir hier quasi 42 und 31 haben, wir müssen damit anders anfangen. Wir müssen mit dem hier anfangen. Und das hier kann ich eigentlich rausschmeißen. So. Brauche ich den Teil nämlich auch nicht mehr. So, also wir fangen an, weil einmal muss es ja sein. Einmal müssen wir 42, 31 reinschreiben. 42, 31, das ist das hier. Und dann, Mist, dann sagen wir hier Format String ist gleich
das da plus mein Format String plus den ich bisher habe. Weil ich muss ja quasi außenrum immer das Ganze machen. Ups. Eigentlich wollte ich ein Leerzeichen. So. Okay, dann habe ich hier quasi meine 42 einmal links außen rangehängt. Das kann ich ja machen. Und meine 31 habe ich rechts außen rangehängt. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass die quasi gleich oft gematcht werden. Also exakt einmal bitte. Nee. Aber ich muss ja nicht in die Rekursion reingehen. Ich darf nur in die Rekursion reingehen. Also mache ich hier entweder 0 oder einmal. Aber dann kann ich natürlich auch wieder eine unterschiedliche Anzahl haben von verschiedenen. Das heißt, ich könnte hier bei meiner 42 könnte ich wählen, 31 könnte ich nicht wählen. 42 könnte ich wählen, 31 könnte ich nicht wählen. Das geht so nicht. Das kann ich so nicht machen. Ne? Muss ich das jetzt wirklich rekursiv machen? Ja, ich muss scheinbar das ganze Ding wirklich rekursiv machen. Ist das bescheuert, ey. Uff. Okay. Also wenn ihr da irgendeinen Trick kennt oder sowas, dass man die beiden dazu zwingt, gleich oft zu sein und gleichzeitig noch Sternchen, also so häufig wie man möchte. Ich weiß nicht, ob das mit Regex wirklich geht. Ich wüsste aber tatsächlich jetzt gerade keine andere Lösung. Wobei, doch, warte mal. Ich könnte... Ja, ich kann doch die beiden einfach direkt hier reinpacken, oder? Ich bilde quasi Rules von... Nee, scheiße, dann iterieren sie ja wieder. Das Problem ist, wie gesagt, dann iterieren sie ja die ganze Zeit. Also ich habe dann 42, 31, 42, 31. Das ist das große Problem dabei. Und ich muss die... Nee, ich mache das rekursiv. Und zwar baue ich mir hier nochmal das da und sage hier Build Rules von Regel 11 nochmal. So, und damit das irgendwann mal aufhört, brauche ich jetzt hier auch meine Depth wieder. Depth plus 1 in dem Fall. Werde ich hier das Ganze mit Depth aufrufen und zwar von 0. Und das hier darf dann natürlich nur optional sein. Das heißt, ich kann hier quasi ein Fragezeichen hinten dran stecken. Also man darf das quasi machen, so häufig wie man möchte. Man muss aber nicht. Und das mit jedem einzelnen Mal sozusagen. Also ich habe dann 42, 31, aber nur wenn ich möchte. Ja, okay, gut. Aber dann machen wir das hier nur, wenn Depth ist. Also das kann ich eigentlich direkt zurückgeben hier, ne? Das ist dann direkt mein Return. Ups. So. Okay, if Depth kleiner 1000, 100, nehmen wir 100. Ansonsten. So, dann geben wir hier wirklich nur die Regel ohne die 11 zurück. Stimmt das so? Also, wenn ich jetzt hier quasi... Nee, Moment, die Klammern stimmen hier gar nicht. Ich muss das mit den Klammern so machen, oder? So und dann die Klammer hier auch noch raus. Dann habe ich hier die Klammer bis ganz nach hinten. Hier habe ich die Klammer auch bis ganz nach hinten. Und dann kommt dann Fragezeichen um diese Klammer quasi drumherum. Also kann ich das machen und innen drin kann ich es nochmal machen und innen drin kann ich es nochmal machen und innen drin... Boah, Alter, okay. Das sollte jetzt tatsächlich, glaube ich, funktionieren. Ich muss mir das unbedingt angucken. Wir printen uns das und dann exiten wir. So, 3. Hä? Wir sind niemals in 11 reingegangen, oder was? Oh, ich habe vorhin das Falsche laufen lassen. Das ist natürlich ungünstig. Das wusste ich jetzt nicht. Can only concatenate string not non-type. Non-type? Wo hast du bitte None rausbekommen? Ach so, ja gut, du sollst ja... Du sollst ja auch gerade danach exiten, oder? Habe ich hier irgendwas rausbekommen? Nee, egal. Ja, machen wir hier einen Return rein. Und dann printen wir es uns halt hier unten. Völlig egal. Lassen wir es doch einfach mal so durchlaufen. So, was passiert? Unmatch Klammer. Na toll.
Ich glaube, ich habe sowieso hier irgendwas gelöscht, sonst wird es hier nicht irgendwie rummeckern. Oh ja, die Klammer. Okay. Can only concatenate string. Okay, von mir aus. Dann kannst du das halt nur. Es sollte ja eigentlich so oder so ein String sein. Ich verstehe nicht, warum das jetzt hier gerade kein String ist. Was ist denn das Ergebnis von Build Rules? Von Build Rules. Wirklich jetzt? So. Regex ist gleich oder. Dann versuche ich hier was anzuhängen. Und dann fliegt er mir um die Ohren. Wobei, nee, warte mal. Non-Type dürfte es eigentlich nie sein. Also, ich gebe ja bei Build Rules immer irgendwas zurück. Hier gebe ich Return diesen String hier zurück. Hier gebe ich auch einen String zurück. Hier. Ah, oh. Hä? Ups. Return regex. So. Ui. Uiuiui. Okay, das leckt. Das ist nicht fertig, ne? Hallo? Okay, vielleicht sollte ich hier nicht bis 100 hoch... Ah, hä? Nee. Ui. Okay, ist gut, komm. Vielleicht machen wir hier nur bis 20 oder so. Vielleicht geht das eher. Okay, wir machen das hier nochmal weg, hier alles. So, und jetzt... Habe ich irgendwo ein Exit drin? Nee, habe ich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, weil irgendwie gibt es mir nichts aus. Das ist ein bisschen doof. Ich will jetzt mal wissen, wie mein Regex aussieht. Am Ende. So, gib mir das mal bitte aus. Okay, uff. Hä? Die ganzen Buchstaben fehlen. Kein Wunder, dass es nichts matcht. Warum fliegt mir das nicht um die Ohren? Das sollte doch hier locker irgendwann... Hä? Len von R. Gib mir mal hier. Oh, ups. Wobei, nee, in der Rule sollte das ja eigentlich dann drin sein. Gib mir mal hier bitte R aus, jedes Mal, wenn du... Hier, die ganzen A, Bs und so weiter, die will ich haben. Die A, Bs. Warum läuft das bei dir nicht? If R gleich A or R gleich B. Ich mache das jetzt tatsächlich so, keine Ahnung. Dann return. Ja, I don't know. Immer noch nicht. Ah doch, jetzt haben wir hier die A und Bs. Genau, perfekt. So will ich das haben. Jetzt haben wir 12 Matches. Wir haben 12 Matches, Leute. Das sind genau die wir haben müssen. Mega gut. Okay, jetzt nehmen wir nochmal unseren Input und schauen mal, was wir hierbei rausbekommen. Und das wird jetzt hoffentlich nicht so allzu... Wow, das ging schnell. Okay, 386. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Und ja, wir haben es geschafft. Tatsächlich mussten wir jetzt nochmal komplett Part 1 neu implementieren und dann noch Part 2 machen, weil wir, wie gesagt, eine andere Lösung für Part 1 hatten und nicht wussten, dass das vielleicht nicht möglich ist. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem ein bisschen genießen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, das selber auszuprobieren. Und ja, wir hören uns wieder wahrscheinlich dann morgen. Bis dann. Ciao.